Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Video hier aus unserem professionellen Küchenstudio. Ihr habt uns reihenweise gefragt, ob wir nicht diese Bricklink A4 Designer Program Serie Sets vorstellen können. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis alle zusammengebaut sind, aber wir können euch heute präsentieren. Der Lego Store ist schon mal fertig und den möchten wir euch gerne vorstellen. Ich habe ihn zum großen Teil zusammengebaut. Rita hat mir da und dort ein bisschen geholfen. Und wisst ihr auch warum? Weil das mit diesen Instructions, ich zeige euch das jetzt hier mal, da ist nämlich die Werbung quasi dafür. Das ist ja so doof, weil es da einfach kein Heft dazu gibt, sondern man das quasi nur irgendwie über eine Internetseite. Christoph hat es mit einem YouTube-Video, glaube ich, gemacht dann im Endeffekt. Ja, also man hat wirklich, leider muss man sagen, Blue Bricks Vibes hier, wenn man die Anleitung gar nicht ausgedruckt dazu bekommt. Keine Ahnung. Es ist nämlich zum Teil so, dass die dunkelgrauen Steine und schwarzen Steine und dunkelgrünen Steine und so weiter, die sehen sich so ähnlich auf dem Bildschirm, da habe ich mich ein paar Mal verbaut. Ansonsten haben wir hier aber hier sind ein Figurenrichter. Also wir sind halt eher die Anleitungstypen. Ganz wichtig, also das ist mal ein Kritikpunkt, den wir auf jeden Fall anbringen müssen. Der hat aber eigentlich nichts mit dem Set als solches zu tun. Es ist ein Lego Store. Ja. Diese haben wir schon ein paar, aber noch keinen so großen. Es ist einer, der auf einer 32×32er Bodenplatte steht und so richtig Modular Building Charakter hat. Und das finden wir total cool, weil wir beide Modular Buildings eigentlich lieben und die einfach jede Stadt zum Leben erwecken. Und da haben wir uns natürlich damals gedacht, ein Lego Store, der würde auch super in Wild City reinpassen, oder besser gesagt ein Flagship Store, denn wir haben ja schon ein paar kleinere und jetzt eben diesen größeren. Ihr seht also, es ist sehr ähnlich wie bei einem Modular Building hier vorne mit dem Gehsteig gelöst, auch hier mit Laterne und Gully und so weiter. Schon sehr staubig wieder. Ein bisschen staubig leider. Bei uns ist es momentan echt arg mit dem Staub in der Wohnung. Sorry für das. Dann haben wir hier zwei so überdimensionierte Lego-Steine, die sehr cool sind, die hier den Gehweg auch zieren. Und ja, Rita, schau doch mal die Figuren mit den Leuten an, während ich hier noch schaue, dass die Staub, dass der Staub hier verschwindet. Na, so schlimm ist es gar nicht, glaube ich. Also wir haben hier 4 Mitarbeiter, die à la Christoph-Manier leider nicht schön zusammengedrückt sind, aber gut, jetzt sind sie es. 4 Lego-Mitarbeiter, wobei nur eine ein Wendegesicht hat, nämlich die Dame hier rechts. Genau, die hat dieses Gesicht mit der Sonnenbrille. Wie gesagt, alle anderen haben hier kein Wendegesicht. Dafür muss ich sagen, sehr, sehr schöne Frisuren. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Gefällt mir sehr gut und ich finde es auch gut, dass es viele Mitarbeiter gibt in so einem Geschäft, denn man will ja auch gut beraten und bedient werden. Warte, der hat auch noch ein Wendegesicht. Sorry. Genau, das ist der weint. Ich habe mir nämlich schon gedacht, jetzt sieht man das wieder so schlecht. Ich habe mir nämlich gedacht, dass man den eigentlich auch verwenden könnte, wenn irgendein kleiner Bub zum Beispiel nicht das Lego-Set bekommt, das er gerne hätte und dann weint er. Also das wäre natürlich auch definitiv möglich gewesen. Aber nein, der Bub hat eigentlich ein nettes Gesicht, der da dabei ist. Hat auch ein trauriges Gesicht, das haben wir aber nicht ausgewählt. Also hier seht ihr es hinten mit traurigem Gesicht, aber natürlich dadurch, dass er ein Eis hat. Ich hoffe, er ist nicht mit dem Eis in den Laden gegangen, aber gut. Vorne auf jeden Fall mit glücklichem Gesicht. Ich glaube, er hat nämlich ein Lego-Set bekommen und ein Eis und ich meine, das ist ja der perfekte Tag. Ich meine, geht's besser. Und hier, ich gehe davon aus, vielleicht der Papa oder vielleicht auch der coole Onkel, der ihm hier ein Lego-Set gekauft hat und eben dann... Ist das ein Eis überhaupt? Ich glaube schon, oder? Ich denke, ja. Wurde auch für Popcorn manchmal verwendet, aber das ist nicht genau beschrieben in der Anleitung. Oder sind es weiße Lego-Steine aus der Pick-a-Brick-Wall? Und das könnte natürlich auch sein, ja. Zum Thema Pick-a-Brick-Wall kommen wir dann gleich noch. Und ich finde auch, die Anzahl an Mitarbeiter passt sehr gut zu der Anzahl an Kunden. Also nicht, dass im Lego Store nur ganz wenig Kunden drinnen sind. Die Lego Stores sind, wo wir jedenfalls waren, immer auch nicht München am Eröffnungstag, sondern zu regulären Zeiten sehr voll. Aber es sind immer trotzdem auch noch sehr viele Mitarbeiter in den Stores und das finden wir cool, denn das Personal dort ist immer sehr, sehr nett.
Zurück zum Store. Also wir haben hier eine fast schon monumentale Fassade, die mir einfach wahnsinnig gut gefällt, hier mit den Fensterpaneelen. Und irgendwie so Steampunk-mäßig ist das, oder? Ja, also mit den Zahnrädern oben, also die funktionieren zwar nicht, aber es sieht total cool aus, wie das hier gelöst ist. Die Fenster sind zum Teil leider wieder zerkratzt, also das haben wir in letzter Zeit wirklich, wirklich oft. Hier in der Mitte mit großem Lego-Logo, das ist ein Sticker und drinnen ist auch nochmal ein Lego-Sticker, aber das sieht total cool aus. Hinten haben wir dann noch ein Lager, da kommen wir dann hin. Man kann das auch natürlich, weil es modular gebaut ist, wie der Name schon sagt, zerlegen. Auch oben große Dachfensterpaneele, damit genug Licht reinkommt. Wir haben aber auch auf der Innenseite hier ein Lichtpanel, was natürlich nicht beleuchtet quasi, ist, aber das sollten die Deckenlampen sein. Und das sieht einfach total cool aus hier, finde ich. Es ist vom Format her jetzt ein bisschen kleiner als die normalen Modular Buildings, also es ist... Der Grundriss jetzt dieses Gebäudes nicht ganz ident, hat aber glaube ich 150 € gekostet, also von dem her, da komme ich dann noch gleich nochmal dazu. Und das Innenleben ist also auch hier ein großes Stockwerk, hinten die große Pick-a-Brick-Wand, die mir sehr gut gefällt. Das einzige ist diese komischen, was sind das überhaupt, diese Kuppeln, diese durchsichtigen, die fallen extrem leicht runter. Also wenn man da ein wenig ankommt, wenn man eine Minifigur platzieren möchte, dann fallen die schon runter. Aber ich meine, der Blick hier hinein, der sieht einfach total cool aus. Sieht mega aus. Ich frage mich nur, wer kommt da ganz auf? Also das ist natürlich von der Höhe schon ein bisschen brutal. Was haben wir da noch, wenn wir hier reinschauen? Wir haben in der Auslage natürlich jede Menge Miniatur-Lego-Sets hier mit Boot, mit, was ist das andere? Einem Zug natürlich, wie könnte es anders sein? Und einem Raumschiff, Roboter, alles ist hier mit dabei. Und dann haben wir innen natürlich auch... auf dieser Seite hier eine Kasse, hier ist der zweite Aufkleber drauf, das ist sehr nett gelöst. Und auf der anderen Seite haben wir den Verkaufstisch, wo alle möglichen kleinen Sachen drauf sind, vielleicht Schlüsselanhänger oder auch Einzelteile, Krimskrams. Und dann hier die ganzen Lego-Sets, auch sehr schön in den Farben gehalten, wie auch vielleicht die Serie ist, also vielleicht blau für City, rot für Ninjago und so weiter. Und auch so Vitrinen. Sieht es jetzt wahrscheinlich nicht ganz gut, aber da sind auch Sets drinnen. Also das ist wirklich ganz nett gemacht. Also gefällt mir ganz gut. Haben wir drinnen noch etwas vergessen, meine Liebe? Ich glaube nicht. Also man baut da schon einige Zeit lang herum an diesem Innenleben hier. Es sind auch diese Einkaufstaschen, die hier an der Wand hängen hinten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, oder sind das Einkaufstaschen? Die sehen ganz nett aus. Und ja, das Innenleben, das Einzige, was ich mir denke, ist, unsere anderen Modular Buildings, die haben alle 3 oder teilweise sogar 2, 4 Stockwerke, je nachdem, welches man hernimmt. Und hier haben wir halt nur einen Stock. Also es wäre schon cool gewesen, wenn oben irgendwie noch das Büro des Chefs gewesen wäre. Aber das wurde hier jetzt eben so gelöst. Relativ offen, relativ groß, natürlich für Minifiguren weit zu hoch, möchte ich sagen. Ja. Aber ich finde trotzdem, es macht einfach was her. Auch wenn es unrealistisch ist, mit dem, ich meine, der kommt übrigens dann niemals rauf. Auch keine Noppen hier im Innenleben. Das heißt, die Figuren hinstellen ist ein bisschen schwierig. Aber hier Aussehen seht ihr jetzt tut super, das Größenverhältnis. Ja, fast schon Apple-Style oder vielleicht schaut auch ein Lego-Store so aus. Auch hier auf der Seite ganz schön gelöst, hier mit diesen Fenstern und vielen Mauerelementen. Ja. Und hinten haben wir hier in Gelb dann noch ein kleines Lager, das man hier auch bei dieser Laterne aufziehen kann. Und dann könnt ihr da reinschauen, wie es so in einem Lego-Store-Lager aussieht. Da haben sie auch jede Menge noch Lego-Sets an der Wand. Gar nicht mehr so viele, also der Lego-Store hat schon viel verkauft. Und dann hier natürlich die Tür, wo es dann reingeht in den Lego-Store. Hoppla. Ist Ihnen was runtergefallen? Egal. Aber das finde ich echt mal eine coole Idee, denn ich weiß nicht, ob es schon jemals einen Lego-Store mit Lager gegeben hat. Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist genau das passiert, von dem ich die ganze Zeit rede. Christoph sollte das Teil nicht so viel. Da kommt man an und die sind schon herunten. Wären wir wieder dabei. Aber Rita, was ist denn deine Meinung dazu? Ich finde, das ist echt cool. Das Einzige, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, soll das ein Feuerhydrant sein, der was da ganz vorne verbaut ist? Da vorne ist wie so ein roter Hydrant. Ich glaube ja, dass das, oder ein Druckknopf, wo man drücken kann, damit vielleicht die Tür aufgeht. Okay, das macht natürlich auch Sinn. Aber das fand ich jetzt ein bisschen komisch, dass da drinnen quasi im Lager ein Hydrant ist. Ich habe nie im Lager gearbeitet, deswegen weiß ich auch nicht, was die da alles haben, aber wäre trotzdem neu für mich. Und was ich auch noch cool finde, ist, dass hier auch noch eine Öffnung ist, wo man dann auch noch Sachen heraus
geben könnte. Oder vielleicht werden da die Sets hineingeliefert mit dem Lastwagen oder so. Wahrscheinlich, ja. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, alles in allem ein sehr schönes Set. Mir gefällt es wirklich gut. Cool, dass sie 6 Minifiguren reingepackt haben. Und ja, also wir sind Fans von dieser Bricklink A-Fall Designer Program Serie. Es wird ja jedes Set nur 10.000 Mal gebaut. Wir haben jetzt eines dieser 10.000 hier vor uns stehen. Das ist schon ein wahres Privileg übrigens, weil wir öfters gefragt werden, wie man solche Sets überhaupt bekommt. Ich glaube, 2- oder 3-mal im Jahr macht Bricklink, die Firma, die ja jetzt zu Lego gehört, auf deren Webseite ein Verkaufsfenster auf, wo man sich für mehrere dieser Sets als Crowdfunding-Investor anmelden kann, und da sind dann meistens 7, 8 bis 10 Sets verfügbar, und die 5 Sets, die die meisten Supporter und mehr oder weniger Crowdfunder bekommen innerhalb eines Zeitraums von, ich glaube, 5 Tagen, die werden dann von Lego umgesetzt, und jedes dieser Sets wird dann 10.000 Mal aufgelegt, und dann muss man meistens noch ein halbes Jahr oder länger warten, und dann bekommt man die Sets wie aus dem Nichts auf einmal zugeschickt. Und es funktioniert eigentlich nie. Also auf jeden Fall. Die Website und das Bestellen, ist eine Katastrophe jedes Mal. Es ist immer so, dass dann Christoph da sitzt und sagt, es geht wieder nicht in den Warenkorb rein, irgendwas funktioniert schon wieder nicht, oder irgendwie geht es nicht an die österreichische Adresse, es geht nur eine deutsche Adresse, was weiß ich. Es ist immer irgendwie irgendeine komische Sache dabei, oder eben, dass die Website überhaupt down ist. Das ist sehr ärgerlich, muss ich sagen. Aber die Sets an sich finde ich mega, und ich bin auch froh, dass da Christoph eben die Geduld hat, dass er sich da immer anmeldet und das immer macht. Ich glaube, ich hätte keine Geduld dafür. Also ich verstehe auch euch, wenn ihr sagt, das ist gar nicht meins. Richtig, ja. Aber die Sets sind natürlich mega. Also von dem her... Ja, und Lego hat sich da schon, oder auch Bricklink, ein bisschen gebessert, weil ich kann mich noch an die ersten Bricklink-Serien erinnern, wo sie die Sets ja direkt aus Amerika verschickt haben. Erstens jede Menge Versand dafür bezahlt, zweitens jede Menge Zoll dafür bezahlt. Also die ersten Sets, die wir so gekauft haben, diesen Hotshot Carnival und diese Monorail, da haben wir ein Vermögen dafür bezahlt. Jetzt geht das mehr oder weniger vom Checkout-Prozess, dass man das direkt im Lego Store oder Online-Store kauft. Man bekommt, glaube ich, sogar die VIP-Punkte, wenn ich mich nicht täusche, dafür. Okay. Oder dann hat es wieder geheißen, nein. Aber so funktioniert das halt irgendwie. Und man muss auch bei über 55 Euro, wo wir hier mit diesem Set bei 150 Euro natürlich sind, keinen Versand mehr dafür bezahlen. Und sie werden aus Tschechien verschickt, oder das wurde aus Tschechien verschickt. Also auch keine Gefahr mit dem Zoll und unserem lieben Freunden von der Polizei. Da möchten wir natürlich keine Probleme haben. Nein, wir sind sehr artig. Aber auch bitte ein Zettel an den Weihnachtsmann, wir sind sehr artig. Genau. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, eben das Blöde ist, dass wir zwischendurch schon wieder was bestellt haben bei dem Designer, oder das Gute, ich weiß nicht, bei dem Designer-Programm. Und dann haben wir erst diese Sets zugeschickt bekommen. Und dann kommt man irgendwie durcheinander, weil man sich denkt, was kommt jetzt eigentlich? Welche Sets waren das nochmal? Bis man die dann zugeschickt bekommt, hat man schon wieder vergessen, dass man sie eigentlich bestellt hat. Uns haben jetzt auch viele Nachrichten erreicht, ob wir den Bahnhof schon aufgebaut haben. Und die Antwort, gibt's noch nein, nicht. Der kommt ja erst irgendwann nächstes Jahr. Also das ist die vorherige Serie gewesen und der Bahnhof kommt dann erst nächstes Jahr. Sehr kompliziert. Ja. Das Problem ist, wenn man die Sets vorher, natürlich kann man sagen, man kauft sich die nicht, aber wenn man die haben möchte, dann muss man die fast bei diesem Crowdfunding-Bricklink-Programm Zeitfenster für den Verkauf kaufen, weil nachher werden die empfindlich teuer. Also man gewinnt im Lotto. Sind dann sehr schwer zu bekommen. Wir haben das hier, wir haben noch 3 Sets, vielleicht habt ihr auch das Unboxing-Haul-Video gesehen. Ja. Wir werden jetzt wieder weiterbauen. Als nächstes, glaube ich, sind vielleicht die venezianischen Häuser dran. Ja. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Schreibt uns gerne, was ihr davon gekauft habt, von dieser Serie, auch wie euch dieser Lego Store gefällt. Wir werden den jetzt mal demnächst in Wild City platzieren und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Macht's gut und baut auch ihr irgendwas. Muss nicht unbedingt Bricklink-Set sein. Irgendwas Normales geht auch. einen Blue Brick Store oder so, keine Ahnung, gibt sowas schon, weiß ich nicht. Sowas. Wäre eigentlich mal interessant, ob es den gibt. Baut, was ihr wollt. Schönen Tag. Tschüss.